Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin die Conny und wir zeigen euch heute unseren lila Laster. Kommt einfach rein. Wir haben jetzt die letzten 20 Jahre oder 22 Jahre mit unseren Kindern auch in einem Haus gelebt. Uns war klar, dass wir das Haus nicht behalten, dass uns das zu groß ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und wir konnten uns aber nicht entscheiden, ob wir lieber am Meer wohnen möchten. Ja, oder in den Bergen oder am Fluss oder am See. Oder an einem Wald. Und dann haben wir gesagt, also eigentlich braucht unser Haus Räder. Uns war es wirklich wichtig, alles hinter uns zu lassen. Also keine Verpflichtungen mehr zu haben in Deutschland. Deswegen haben wir weder eine Wohnung noch ein Haus. Alles, was wir besitzen, unser ganzes Hab und Gut, ist in unserem lila Laster. Und da, wo der lila Laster steht, da sind wir zu Hause. Also wir haben eine extra große Küche in unserem Wohnmobil. Und das wollte ich auch so, weil ich total gern koche und backe. Und dann habe ich bei meinem Mann eine extra große Küche bestellt. Zum Beispiel wollte ich unbedingt einen Backofen. Also den habe ich auch. Der Backofen, da ist zum Beispiel eine Brotform drin, weil wir unterwegs ganz oft tatsächlich Brot vermissen. Es gibt ja unterwegs oft nur Weißbrot und dann backe ich leckeres Sauerteigbrot. Dann im Wohnmobil ganz wichtig, dass alles gut verstaut ist. Wir haben richtig echte Teller, also keine Kunststoffteller, sondern tatsächlich echte Teller. Wir sind natürlich auch manchmal Straßen unterwegs, die ein bisschen huckeln. Dann muss das alles so verstaut sein, dass nichts kaputt geht und dass die Schränke natürlich zubleiben. Und da habe ich mir zum Beispiel auch eine Gewürzschublade gewünscht. Und die ist auch so, also da passen die Gläser genau rein. Das ist halt der Vorteil, wenn man sich ein Wohnmobil selbst macht, dass man natürlich alles auf Maß machen kann. Die Griffe. Die meisten, die es gibt für Wohnmobile, die haben uns nicht gefallen. Und dann kam der Thomas auf die Idee, dass er die Dinge verarbeiten kann, die wir mal gefunden haben. Also das zum Beispiel finde ich ganz besonders Schönes. Also Elektrik ist überhaupt nicht mein Steckenpferd. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und also wir haben Solarpaneele auf dem Dach, also 4 Stück, 100 Watt und haben 3 Batterien, 150 Amperestunde und einen Wechselrichter für die Dinge, die 230 Volt brauchen. Bei der Heizung, das ist eine Flüssigkeitsheizung, man sieht ja hier unten überall die Heizkörperöffnungen. Wir haben auch Fußbodenheizung drin. Das beruht hauptsächlich auf dem Wunsch von Conny, die Fußbodenheizung. Aber sie hat natürlich auch völlig recht. Sobald es draußen kalt ist, ist der Boden kalt. Und die Fußbodenheizung ist natürlich schon eine richtig tolle Sache. Es geht über Zeitschaltuhr. Wenn wir das mal einstellen, morgen 6 Uhr, und wir stehen um 7 Uhr auf, dann ist es schön warm, kann man barfuß. So, und jetzt gehen wir in unser Wohnzimmer. Also die meisten Wohnmobile haben ja eine Sitzecke und dann ist hier der Tisch in der Mitte. Und das wollten wir nicht, weil wir gesagt haben, wir brauchen da einfach ein bisschen mehr Freiheit, gell? Ja. Zum Gammeln sozusagen. Also wenn man hier immer wohnt. Und man muss ja genug Ausweichmöglichkeiten haben. Wenn jemand einer am Tisch sitzt, muss der andere noch was anderes tun können. Das ist erstaunlich, wie gut man sich auch auf 17,5 Quadratmeter aus dem Weg gehen kann. Dass die Sitzecke hinten ist, das hat natürlich einen Grund. Wir haben uns alles überlegt. Und zwar wollten wir auf jeden Fall auf 3 Seiten Aussicht haben. Und dann habe ich mich durchgesetzt mit dem Fenster. Das wollte nämlich mein Mann nicht. Wir haben gesagt, das ist immer dreckig, wenn wir fahren. Und das stimmt. Es ist tatsächlich immer dreckig, wenn wir fahren, aber wir stehen oft auch und dann macht das mir immer sauber. Und wenn wir dann eine Woche stehen, kann man eben auch hinten raus gucken. Wir haben tatsächlich gedacht, es wird schon eng mit den ganzen Schränken, um da unser ganzes Zeug unterzubringen. Aber also wir haben Sachen dabei, die haben wir noch nie benutzt. Ja. Also wir könnten eigentlich mal wieder entrümpeln hier. Wir haben sogar Gästeschränke. Wir haben nämlich Schränke, die sind tatsächlich leer. Als Gästezimmer wird es immer dann benutzt, wenn wir Besuch haben.
Also zum Beispiel, wenn unsere 2 Jungs kommen. Oder deine Mama. Oder meine Mama war schon da. Das ist wirklich groß, das Bett. Wir haben auch noch einen Holzofen, der kommt aus dem Yachtbau, Schiffszubehör. Und da passen halt noch kleine Stücke rein, aber die finden wir immer am Strand oder im Wald. Wenn man im Winter, wenn es lang regnet, wenn man echt mit Feuchtigkeit zu kämpfen hat, mit 3 nasse Hunde, ist das eine richtig feine Sache. Uns interessieren vor allem Länder, die nicht so auf der touristischen Agenda stehen. Und wir waren in den letzten 3 Jahren in der Türkei, aber ganz im Osten, an der iranisch-irakischen Grenze, in Georgien, Armenien, Nordzypern, Albanien, Kosovo, Bosnien. Das interessiert uns alles sehr. Wir reisen ja nicht. Also wir reisen schon, aber wir wohnen vor allem. Und bei uns ist ja auch der Alltag im Vordergrund. Also wir stehen morgens auf, ich mache meistens Yoga. Dann gehen wir mit den Hunden spazieren. Und dann arbeiten wir vielleicht 2 Stunden. Und wenn wir nicht gerade essen, dann ist das so. Wir haben natürlich eine Möglichkeit gesucht, wie wir Arbeiten und Reisen verbinden können. Ich korrigiere Texte, also deutsche Texte, auf Grammatik, Rechtschreibung, Stil. Das können Produktbeschreibungen oder Romane, alles Mögliche. Es gibt verschiedene Plattformen, wo man seine Dienste anbieten kann und über die wird man dann gebucht. Ich bin ja Familientherapeutin, hatte eine eigene Praxis. Klienten von mir haben mich dann gefragt, Mensch, könntest du nicht online arbeiten? Ich würde weiterhin deine Sitzungen buchen. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, mache ich das mal. Und das hat sich so richtig etabliert, dass ich meine psychotherapeutische Arbeit weiterhin online ausführe. Ja, das ist unser Mercedes, ein 7,5 Tonner. Und das war genau das Fahrzeug, das wir gesucht haben, weil wir haben was gesucht, das einen 7 Meter Koffer hat. Und vorzugsweise Mercedes. Ich habe bei Mercedes gelernt. Man musste den dann sofort kaufen, weil der war spektakulär günstig. Die Fahrerkabine, die war rot. Der Koffer hinter war weiß. Und ja, das geht natürlich gar nicht. Ich hatte von der Arbeit einen Farbfächer dabei mit nahezu 3000 Farben drauf. Und wir haben gesagt, jetzt sucht sich jeder mal 2 raus, damit wir vielleicht irgendwann mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Und tatsächlich hatten wir im ersten Durchgang schon das Verkehrspurpur als gemeinsame Farbe. Die Blume, da hat Conny drauf gemalt. Also wir kommen da oft ins Gespräch über die Blume. Das ist wirklich so ein Hingucker und das macht sehr, sehr freundlich. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Fahrzeug ausgebaut habe, habe ich noch 3 Tage in der Woche gearbeitet und habe aber konsequent die anderen 4 Tage da drin verbracht. Das hat dann 9 Monate gedauert. Alles in Summe mit dem Kaufpreis vom Fahrzeug waren wir bei 40.000 €. Ich zeige euch jetzt den Motor. Super zugänglich. Das ist jetzt noch der kleine Motor, 4-Zylinder-Motor, den gibt es auch als 6-Zylinder, aber den habe ich bewusst nicht gewählt, weil der ja mehr Sprit braucht und der kleinere mit 180 PS für meine Bedürfnisse völlig ausreichend ist. Das hier ist die ehemalige Motorradgarage, jetzt ist nur noch eine Fahrradgarage und ja, wir sagen immer Keller, also Platz für alles, was man so unterwegs dabei haben muss. Hier unten sind meine 2 Werkzeugkisten, rappelvoll mit Werkzeug, komplette Werkstattausrüstung. Hier unten ist unser Gastank. Wir haben uns hauptsächlich deshalb für einen Gastank entschieden, damit wir die Flaschen, die sonst üblich sind, nicht im Innenraum stehen haben. Das nimmt ja alles Platz weg. Und es ist natürlich auch extrem einfach, im Ausland an einer Gastankstelle zu fahren und zu tanken. Der hält zwischen 4 und 8 Wochen, je nachdem, ob man viel Heizung braucht, ob der Kühlschrank viel Gas braucht. Von der Seite sieht man jetzt den Wassertank. Der ist hier. Er hat 400 Liter. Also ganz einfach hier abzulesen. In der hinteren Klappe
ist der Urinkanister von der Trockentrenntoilette. Wenn der voll ist, dann schraube ich den Schlauch weg, mache einen Deckel drauf und nehme raus den ganzen Kanister. Einmal in der Woche. Unser Bad. Es sollte eine große Duschwanne haben, hat es auch. Die meisten Wohnmobile haben keine Möglichkeit, nasse Regensachen aufzuhängen. Und wir haben hier extra diesen Wäschetrockner und das tropft dann in die Duschwanne und läuft dann einfach ab. Dann haben wir eine Trockentrenntoilette. Da ist das so, dass wenn man aufs Klo geht, wird quasi Flüssiges und Festes getrennt. Und durch das, dass es getrennt ist, riecht es auch nicht. Und was mir ganz wichtig war, war eben die Waschmaschine. Waschsalons ist für uns super unpraktisch, weil mit so einem großen Fahrzeug dann in die Innenstadt fahren, einen Waschsalon suchen. Und das ist übrigens eine ganz normale Haushaltswaschmaschine, ein Toplader, weil die schmäler sind als die Frontlader. Ich wasche dann, wenn die Sonne scheint, erstens wegen dem Solar, dann haben wir eben genug Strom und weil die Wäsche schnell genug trocknet. Und jetzt geht es in unser Schlafzimmer. Also wir haben uns entschieden, dass wir längs schlafen möchten. Wir schlafen mit dem Kopf dort und beide nebeneinander, damit, wenn einer nachts raus muss, dass wir nicht übereinander steigen müssen. Also wir haben eine Matratze, die ist 1,40 Meter breit und 2 Meter lang. Das reicht uns auch gut. Mein Mann braucht nicht viel Platz zum Schlafen, Gott sei Dank. Die meisten Wohnmobilschränke öffnen sich nach oben mit Aufstellern. Und das wollten wir aber nicht. Unsere gehen einfach nach unten auf, unsere Schränke, und haben dort oben einen Magnet. Eine Schlafzimmertür haben wir auch. Unsere Kinder sind relativ lichtempfindlich. Also wir brauchen die Schlafzimmertür nur, wenn unsere Kinder da sind, tatsächlich. Wichtigstes Instrument für die grobe Reiseplanung. Unseren Atlas. Und momentan gucken wir hier so auf der Seite hauptsächlich. Afrika, also nächste Reise, beginnt hier in Marokko auf jeden Fall. Aber hier wirklich bin ich mir nicht sicher, ob wir da durchkommen. Aber das Ziel wäre schon hier unten, Namibia, Südafrika. Unser Traumplatz hat natürlich Internet. Er muss natürlich auch relativ eben sein. Still. Er muss still sein, auf jeden Fall. Ja. Möglichst stehen wir alleine. Ja. Platz zum Spazierengehen. Ja, man muss natürlich auch gut spazieren gehen können. Unbedingt. Logisch. Und optimal wäre es, wenn fußläufig ein guter Bäcker wäre. Ein glückliches Leben bedeutet für mich, dass ich die Dinge so tun kann, wie es mir gut tut. Dass ich das Gefühl habe, ich kann selbst bestimmen, was ich tue und wo ich es tue. Also für mich ist das Freiheit, mobil zu sein. Mir überlegen zu können, wo verbringe ich die nächste Nacht oder die nächste Woche. Wie lange leben wir noch in unserem Niederlaster? Also da gibt es einen ganz genau definierten Zeitpunkt, nämlich genau bis zu dem Tag, wo es uns keinen Spaß mehr macht. Das war die Roomtour durch unser Lila Laster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr außergewöhnliche Behausungen sehen wollt, dann schaut doch mal hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!